So weit kann es nicht mehr sein, oder? Kira kämpft sich auch gut hoch. Boah, Heidetzka. Zum Glück kein praller Sonnenschein. Das wäre ja... reicht so schon. Uns kennt ihr ja schon. Der da so fertig an der Kamera vorbeischaut, ist Michi. Und Kira arbeitet sich noch den Berg hoch. Wir haben den großen Schritt gewagt und sind auf Fahrradweltreise. Doch das ist erst Kapitel 2. Und halbwegs windgeschützt. Das ist auch gut. Unten hatten wir ganz viel Gegenwind. Ja, dann geht's rüber nach England. Nach 14 Tagen haben wir den Fähranleger in Dunkerque erreicht. Aber jetzt haben wir es. Ein bisschen Gegenwind. Auf zur Fähre. Unsere Reise startete am 2. Juni in Emden. Voller Vorfreude wurden wir auf den ersten Metern von Freunden und Bekannten begleitet. Unser Weg führte uns auf insgesamt 887 Kilometern durch die Niederlande, Belgien und Frankreich. Nun stehen wir am Ärmelkanal und ein neues Kapitel beginnt. Die geplante Route ist 1661 Kilometer lang und führt uns zunächst in die Weltmetropole London. Weiter geht es über die geschichtsträchtigen Universitätsstädte Oxford und Cambridge, zurück an die Ostküste. Etwas nördlich von Hull bei Bridlington durchqueren wir mehrere Nationalparks, um zum Lake District zu gelangen. Allerdings bleiben wir nicht lange an der Westküste, sondern lassen uns von den Spuren der Römer über den Hadrianswall nach Newcastle leiten. Von dort ist es nur noch ein kleiner Drahteselsprung nach Schottland. Wir verlassen die EU und mit ihr einen vertrauten Horizont. Was wird sich alles ändern, abgesehen vom Linksverkehr? Was werden wir erleben? Welche Abenteuer hält dieses Land für uns bereit? Voller Vorfreude und Aufregung rollen wir von der Fähre. Okay, thank you, bye bye. Und das machen wir. Wir folgen der roten Linie kreuz und quer über das halbe Hafengelände, bis uns ein Tor kurzzeitig ausbremst. Die Aufschrift Press for Assistance beim Knopf neben der Tür missverstehen wir zunächst, doch dann drücken wir ihn doch. Schnell wird uns geöffnet und unser Weg mit einem weiteren Hinweis auf die rote Linie kann weitergehen. Doch das Labyrinth des Hafengeländes mit zahlreichen Baustellen geht weiter. Ich bin verwirrt. Und wir übersehen 4 Schilder, die den Ausgang für Fahrräder markieren. Vor lauter Verwirrung bemerken wir gar nicht, dass wir uns gerade in die Reihe der Passkontrolle zur Ausreise eingliedern. Jetzt sind wir völlig auf der falschen Seite. Nach erfolgreicher Ausreise dürfen wir ohne dritte Kontrolle nach Großbritannien erneut einreisen und das Hafengelände verlassen. Was für ein Start! Ja, willkommen in Dover. Jetzt gibt es gleich noch Fish and Chips und dann haben wir unseren ersten Anstieg hoch auf die Klippen vor uns. Oh, das war so auf der Linse. Jetzt ist es ein bisschen sehr windig. Hier oben ist auch wieder Gegenwind und Gegenwind bergauf. Das ist dann echt heftig. Das ist einfach heftig. Das ist Einstieg nach England. Aber wir machen das. Bisher sind wir guter Dinge. Braucht halt dann alles ein bisschen länger, weil wir noch ein bisschen trainieren müssen. Aber so ist das. Das wird. Und Kira ist auch wieder unterwegs. Aber wie man sieht, auch hier die Bikepacker unten mit Rucksack und 2, 3 kleinen Täschchen machen erstmal Pause. Umso größer der Respekt. Krass, mit 40 Kilo schiebt sich der Kira LKW nach oben. Komm schon! Jetzt kommt der Gegenwind noch. Kurz Pause. Nicht umfallen. Aufpassen. Sehr gut.
Oh Gott. Aber wenn du dich umdrehst, wirst du belohnt. Erstmal ankommen. Nach einer kurzen Pause geht es im Nu über schmale Straßen, gesäumt von Hecken, hinein in unser England-Abenteuer. Hinter den Hecken eröffnet sich der Blick ins weite Land. Der Linksverkehr und Wind machen uns anfangs jedoch noch etwas zu schaffen. Unsere erste englische Stadt nach Dover erscheint uns wie aus dem Bilderbuch. In Canterbury spüren wir zum ersten Mal den Charme einer für uns typisch englischen Stadt. Wir sehen zahlreiche Steinhäuser und verkleidete Geschäftsfassaden. Die Engländer sind interessiert. Wir werden viel angesprochen, wie auch von David und Anthony. Wir sollen ihnen folgen. Und das tun wir, ohne zu wissen, wo es eigentlich hingeht. Wir verlassen unsere geplante Route und landen in einem gemütlichen Café mit Live-Musik. Die beiden laden uns auf einen Cappuccino bei sanften Klavierklängen ein. Die Gastfreundschaft ist überwältigend. Wir unterhalten uns eine ganze Weile übers Radfahren und ihre ehemaligen Berufe als Lehrkräfte im englischen Bildungssystem. Als wir uns durch den überwucherten Weg kämpfen, ahnen wir noch nicht, dass der Tag noch eine weitere spannende Begegnung für uns bereithalten wird. Wir treffen auf Judith und Matthew, die uns bei sich im Garten zelten lassen. So, jetzt haben wir uns gerade von Judith und Matthew verabschiedet und rollen in Richtung London. Es sind ein paar Kilometer heute. Wir hoffen auch, dass wir ein Hotel kriegen. Aber das klappt schon. Und, ja, die waren so nett. Ja, wir haben Abendessen gemacht. Frühstück, Tee, Kaffee, Apfelsaft, unglaublich. Ein bisschen viele Fliegeviecher. Die haben mich sehr gern. Ja, ich glaube, unsere Farbe ist toll. Und eine Blume. Oh Gott. Die sind überall. Wir folgen der National Cycle Route No. 1 vorbei an Weiden und Felder in Richtung London. Achtung. Doch der Radweg macht es uns nicht leicht. Schmerz. Viele Hindernisse bereiten uns einen langen Radtag. Aber es geht. Geht alles. Der Weg gleicht teilweise einem überwucherten Trampelpfad. Auch die besseren Abschnitte werden immer wieder von zahlreichen Gattern unterbrochen, doch hier halten sie keine Schafe auf der Weide, sondern motorisierte Fahrzeuge draußen. Bis gerade dachten wir, dass der erste Anstieg in Dover steil war. Doch England überrascht uns immer wieder, auch bei wenigen Höhenmetern und heftigen Anstiegen. Tritt für Tritt kämpfen wir uns die steile Wand nach oben, setzen das gesamte Körpergewicht in einen Tritt, bis es nicht mehr geht. Auch Michi muss absteigen und schieben. Oh krass, das erste Mal. Das hat es auf unserer Nordkap-Tour nicht einmal in Norwegen gegeben. Das ist krass. Das ist echt scheiße. Und weg. Und weil man kann nicht links und rechts ausweichen. Ich weiß noch nicht, ob man es sieht, aber ich hänge komplett drin. Sag mal, wer macht denn sowas? Und halt besser. Eindeutig verrückt. Und es geht mit großen Schritten Richtung London. Bisschen kaputt sind wir. Das ist echt lange dauert, wirklich ist. Komische Wegführung zum Teil. Laut, Glas überall. Offizieller Radweg. Kurz vor London. National Cycle Route 1. Ein Single Trail. Geil, oder? Aber am besten sind die Tore. Heute reicht's wirklich. Ja, wobei die Brombeeren sind auch immer wieder ganz schön und die Brennnesseln. Entgegenkommen darf dir hier auch niemand. Wo zur Hölle sind wir hier? Es wollen nur noch irgendwelche
Eingeengt zwischen Betonwänden und Geländer geht es durch die Vorstädte Londons. Wir fühlen uns gefangen und planen deshalb spontan unsere Route auf die Straße um und sehen die ersten roten Doppeldeckerbusse. In der Abendsonne erreichen wir unsere Unterkunft in London. So, wir verlassen unsere Unterkunft in London und machen uns nochmal auf so eine kleine Sightseeing-Tour auf und haben dann einen kleinen Platz bei Warm Showers. Ein bisschen nördlich vom Windsor Castle und sind so 60 Kilometer, außer wenn wir den offiziellen Eurovelo folgen. Aber da haben wir ja schlechte Erfahrungen gemacht beim letzten Mal. Deswegen kürzen wir ein bisschen ab. Und wir schlafen bei Welcome to my Garden und schlafen schön. Ach stimmt, weg. Ja, so ist das. Genau. Und ja, jetzt schauen wir uns mal noch mal ein bisschen die Stadt an. Wusstet ihr, dass die Bezeichnung Big Ben sich eigentlich nur auf die schwerste Glocke im Turm bezieht und nicht auf diesen selbst? Tatsächlich heißt der Turm Elizabeth Tower. Spannend finden wir auch, dass der Buckingham Palace seit 1837 viel mehr als ein Palast ist. Er ist Wohnsitz und Ort bedeutender Staatereignisse der Monarchie. Das Anwesen hat ganze 775 Räume und 78 Badezimmer. Wahnsinn! Achtung von links! Achso, Okay. London, eine Stadt, in der Geschichte und Moderne aufeinandertreffen. Die Stadt wurde um 50 nach Christus von den Römern unter dem Namen Londinium als Handelszentrum an der Themse gegründet. Schnell entwickelte sie sich zu einem bedeutenden Handelspunkt und florierte nach dem großen Brand 1666 sowie Neuaufbau zur Weltmetropole. Heute prägen Wahrzeichen wie der Big Ben die Skyline. Ja. Haben Sie schön gemacht, ne? Ja. Lässt sich gut fahren. Ja. Richtig königlich. Der Weg raus aus der Stadt führt uns durch die Kensington Gardens, direkt vorbei am Albert Memorial und der Royal Albert Hall. Haben wir eigentlich schon erzählt, dass man mitten in London mega gut Fahrrad fahren kann, nur außerhalb ist es schwer. Also reinkommen und rauskommen schwer, innen drin super. Und so begeben wir uns erneut in den Londoner Stadtverkehr, um aus der schier endlosen Stadt hinaus zu gelangen. Nach 33 Kilometern haben wir es geschafft. Wir sind aus der Stadt raus. Eigentlich ja, aber an London Heathrow. Fahren wir gerade so ein bisschen vorbei. Unmengen an Fliegern. Zwischen den Flugzeugen und viel Dreck. Wie bereits bei der Einfahrt nach London bietet der Weg aus der Metropole weniger erfreuliche Anblicke. Etwas fassungslos fahren wir kilometerweit am Müll am Straßenrand sowie wilden Müllkippen vorbei. Mit dem Müll in Großbritannien haben wir so nicht gerechnet. Bis Windsor Castle ist es gar nicht mehr so weit. Es sind anscheinend bloß noch irgendwie so 12 Kilometer in etwa. Und dann machen wir dort eine schöne Pause und werden uns was Leckeres zum Essen machen. Oh Gott, das war knapp. In Windsor angekommen, suchen wir den Weg hinauf zum Schloss. Touristenströme schieben sich zum Eingang und wir entscheiden uns gegen einen Besuch des ältesten und größten bewohnten Schlosses der Welt, das bis heute neben dem Buckingham Palace und Holyrood Palace eine der offiziellen Hauptresidenzen der britischen Monarchie darstellt. Unser Schlafplatz nach dem ereignisreichen Tag führt uns zum Host Barbara von Welcome to my Garden. In solchen Momenten lassen wir bisher die Kamera aus, um uns ganz dem Moment hinzugeben und nicht unhöflich zu erscheinen. Welcome to my Garden ist echt eine coole Community. Barbara, Sam und ihr Sohn Tom haben uns herzlich empfangen, konnten uns duschen. Am Morgen gab es noch ein Frühstück, das hat Barbara rausgebracht, total Wahnsinn. Richtig cool. Kira hat zum ersten Mal Marmite kennengelernt. War nicht ganz so begeistert. Ja, jetzt kämpfen wir uns hier weiter
den Hügel rauf, aber noch kann ich reden. Von daher, zu steil ist er nicht. Dann schauen wir, dass wir heute nach Oxford kommen. Wieder ein Eichhörnchen. 3, 4. Nach den beschaulichen Tierchen im Park geht es in Windeseile nach Oxford, eine Stadt, die Wissenschaft. Es ist die älteste Universitätsstadt der englischen Welt. Im internationalen Vergleich steht sie aktuell auf Platz 1. Sie gilt als Elite-Universität und lässt sich dies auch teuer bezahlen. Ja, Oxford hat schon einen ganz besonderen Flair. Boah. Aber geschafft. Da ist das Ende. Hügel geschafft. Von der einen Universitätsstadt geht es in die nächste. Englands Auf und Ab begleitet uns dabei weiterhin beständig. Doch erst einmal Frühstück. So. Die Milchstraßen schon ein paar Tage mit uns rum. Guten Appetit. Na, wie schmeckt's? Willkommen in Cambridge. Hallo. Ja, haben wir geschafft. in Cambridge sehen wir Ende Juni 2024, wie bereits in Oxford, Protestcamps, um gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen zu protestieren. Die Demonstrationen werden mitunter von Studierenden getragen. Die Universität von Cambridge gehört ebenfalls zu den besten Universitäten weltweit. Isaac Newton formulierte hier seine Gesetze der Bewegung und Gravitation. Es ist eine Stadt, die pulsiert. Es liegen unterschiedliche Gerüche in der Luft, die vom Markt herüberziehen. Auf diesen wird nicht nur frisches Obst und Gemüse verkauft, sondern Gerichte aus der ganzen Welt. Wir holen uns etwas zum Essen, tauchen in die Atmosphäre ein und genießen jeden Moment. Überall hören wir Musik. Doch schon verlassen wir Cambridge an dem namensgebenden Fluss Cam entlang zurück zum Meer nach King's Lynn. Dort erwarten uns gleich 2 englische Highlights. Wir essen unser erstes English Breakfast und sehen ein Spiel der englischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2024 in einem echten englischen Pub. Wir sind jetzt mal los von der Unterkunft. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo wir heute hinfahren. Weil wir haben so eine Strecke von 400 Kilometern jetzt als einen großen Satz und werden heute einfach mal so weit fahren, wie wir kommen. Vielleicht schaffen wir ja die 400. Eher nicht. Und dann wird es nicht mehr flach sein. Nee, dann ist hügelig. So, los. Bevor es tatsächlich hügelig wird, ist uns das Wetter wohlgesonnen und so genießen wir noch einmal die Zeit im Flachen. Dabei schweift unser Blick durch die vom Wind umspielten Felder. Und wieder wurde es Zeit für unser Frühstück. Oh, hi! Hi. We are going all around UK. How do you move? Einmal mehr zeigt sich die Offenheit und Gastfreundschaft des Landes. Immer wieder halten Leute an und bestaunen unsere Fahrräder. Wie hier entwickeln sich dann häufig nette Gespräche über das Land, unsere Tour und das Leben. Ui. Ui. Das ist ja sehr süß. Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe einen Kaffee gelesen. Das kommt
Konkurrenzprodukt probieren. Oh. Kennst du das? Bin mega enttäuscht. Ach Mann. Boah, der Kachel ist wahrscheinlich voll ranzig. Oh, was machst du das auch noch? Aus dem Niemandsland haben wir uns aufgemacht und sind jetzt schon fast in Lincoln. Die Kathedrale oder den Dom haben wir schon gesehen, aber wir haben ganz schön Gegenwind. Und so langsam macht sich Hügellandschaft vor uns breit. geschafft. Meine Kette Was? war erstmal rausgefallen. So, Lincoln liegt wieder hinter uns. Und was Rückenwind nicht alles ausmacht oder Wind im Allgemeinen, schön, geht auch leicht bergab. Aber wir sind gerade auf dem Berg hoch. So, und es geht links. Ah ja. Das ist der Lohn für den Hügel gerade. Ja! Ist das nicht geil? So kann es gerne öfter sein. Aber ich glaube, die Tage werden wir das auch noch öfter haben, weil wir haben gute Hügel jetzt vor uns. Und überall, wo es rauf geht, geht es auch wieder runter. Wir packen das. Wie eine Achterbahn zieht sich die Straße durch die Landschaft. Auf den Boden der Tatsachen. Zack, 1,4. Oh. Okay, 1,3. Hey. Es schmerzt im Oberschenkel. So langsam können wir auch schon auf Schlafplatzsuche gehen. Hoffentlich finden wir was Schönes. Und auch das gehört zu einer Radreise dazu. Pipi-Schnucke. Pipi-Pausen am Straßenrand. Pipi-Schnucke. Und verschlafene Morgen. Der Tag startet nicht immer motiviert. Das ist die Wolke. Warum kommt denn der Wind, dass jetzt hier der Regen ist? Wind kommt doch von da, oder? Zähneputzen am Straßenrand, egal ob bei Sonnenschein oder Regen, ist unsere neue morgendliche Routine. Und hinaus aus dem Wald in Richtung Hall oder Hull und den Sonnenschein. Er ist ordentlich windig wieder. Im Moment kommt er noch von vorne, aber ich habe die Hoffnung, dass er auch mal von der Seite kommt. Vielleicht auch von hinten. Oh, Glas! Es geht jetzt einfach so langsam los. Wir haben uns auch im Hinblick auf weitere Routenplanung entschieden, dass wir das vom Wetter abhängig machen, wenn das Wetter so ist. Im Moment regnet es nämlich im Lake District an der Westküste. Dementsprechend würden wir dann einfach weiter nach Schottland hochfahren, weil wir da schönes Wetter haben im Moment. Wenn sich die Wetterlage ändert, haben wir in Schottland nicht so gutes Wetter bekommen, dafür aber im Lake District schöneres Wetter hätten, dann würden wir natürlich einmal durch England queren zum Lake District. Und wenn es an beiden Orten schlechtes Wetter ist, dann ja, wissen wir noch nicht so genau. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Ah, so ein Ausblick, der ist traumhaft. Schöne weite Felder. Herrlich. Der Weg wird etwas verwunschener. Ah, das sind wir ja mittlerweile schon gewohnt. Und so langsam wird das hier einfach nur noch Rasen. Da hätte man auch überall einfach zelten können, glaube ich. Neben routinierter Wartung der Räder und Ausrüstung stößt man auf einer Fahrradweltreise auch immer wieder auf unerwartete Probleme.
Alles gut? Ah, geht so. Der Drache streikt. Ist so ein bisschen das Feuer ausgegangen. Beziehungsweise eigentlich hat er genügend fürs Feuer. Aber trotzdem ist er nicht so ganz willig, Feuer zu speien. Wer ist denn der Drache? Der Drache liegt hier in seinen Einzelteilen. Also unser Multifuel-Kocher. Ja, und jetzt haben wir wirklich alles auseinandergebaut. Von der Pumpe über den Silencer, über ja, alles, was irgendwie mit der Spritzufuhr zu tun hat. Alles einzeln gereinigt, Nadelventile gereinigt. Und jetzt sind wir beim allerletzten Punkt, den wir noch sauber machen. Und dann schauen wir mal, ob er wieder ein bisschen Feuer speit. Immerhin läuft er wieder, aber unser Kocher macht jetzt solche Geräusche. Aber wir wachsen unterwegs mit unseren Aufgaben und finden für jedes Problem eine Lösung. Und auch aktuell nur mit Gas. Ja, vielleicht ist genau das Problem. Benzin testen wir morgen. Und jetzt geht's runter zur Steilküste. Wir haben die Nordsee wieder. Und guckt mal das Meer. Wow. Ah, herrlich, oder? Kommt bestimmt auf Film nicht so raus, aber es ist absolut erhebend. Ja, und jetzt sind wir schon richtig weit in England. Schon fast in Schottland. Und da ist Kira auch schon wieder. Ich würde sagen, das heißt, wir fahren weiter. Nach 4 Wochen auf Radweltreise, tagsüber im Sattel und nachts im Zelt, sind wir in unserem neuen Leben angekommen. Hier in Bridlington liegt die Hälfte der Zeit in England bereits hinter uns. Und Schottland scheint zum Greifen nah. Wir sind begeistert von der Natur, der gelebten Freiheit und der Gastfreundschaft, mit der wir ehrlicherweise hier so nicht gerechnet hätten. Die Straßenverhältnisse im Linksverkehr sowie die bisweilen schmalen Wege zwischen Hecken, Brombeeren und Autos gehören nun ebenso zur Routine wie die Tatsache, dass wir jeden Tag woanders aufstehen und einschlafen. Dennoch wirkt alles noch neu und die Freude ist ungebrochen. Wir hatten noch kein Heimweh und freuen uns auf all das, was da noch kommt. Wahnsinn. Worauf warten wir gerade, Kira? Ein Bus, Warum? weil die Straße so schmal ist. Da unten gesehen habe. Der ist losgefahren. Mal gucken. Da ist er. Da kommt noch ein Auto von hinten. Ja. Und auf. Gas geben, Gas geben, Gas geben. Danke zur Verstücke. Dahinter Kiras Kopf sieht man unsere Straße später. Doch bevor es den steilen Weg wieder hinaufgeht, erkunden wir das romantische Stairs. Übrigens, der berühmte Entdecker James Cook war hier bereits Lehrling, bevor er in See stach. Das Fischerdorf liegt geschützt zwischen hohen Klippen und zieht durch seine engen Gassen heute insbesondere Künstler und Touristen an. Auch wir kommen ins Schwärmen und stärken uns mit Fish and Chips sowie den uns bis dahin unbekannten Fischküchlein. So weit kann es nicht mehr sein, oder? Ja, die haben sich auch gut hoch. Boah, ey, jetzt. Ja. Zum Glück kein praller Sonnenschein. Das wäre ja. Reicht so schon. Und halbwegs windgeschützt. Das ist auch gut. Unten hatten wir ganz viel Gegenwind. Ja, aber da weiß man, was man tut. Wir sind gespannt auf Schottland. Wir haben dann Europa, wir haben Asien, wir haben Australien, wir hätten Afrika, wir hätten Nord- und Südamerika dann irgendwo. Antarktis. Antarktis, ja.
Oh Gott. Oh, guck mal, da geht's ja runter. So ein bisschen. Das sind wahrscheinlich wieder kommodmäßig so 8%. Doch es soll nicht die letzte steile Abfahrt oder gar der letzte steile Hügel sein. 33% runter und hoch, mehrmals am Tag. Das haben wir so bisher noch nicht erlebt. Doch wie immer lohnt sich die Anstrengung. Der North York Moors National Park begeistert uns mit seiner Heidelandschaft und Schönheit. Überall blüht es lila und wir radeln durch menschenleere, sanfte Hügel. So schön hier. Ah. Wollen wir da hinziehen? Okay. Boah, wie toll. Über kleine Brücken holt einen die Zivilisation schnell wieder ein. Sommer? Sommer, Sonne, Sonnenstrand, Sommer, Sonne, Sonnenstrand, Sommer, Sonne, 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 Sommer, Sonne, hey. Ab in den Norden, dem Regen hinterher. Auf 600 Meter, oder? Ja. Wuhu. 80 Kilometer und dann sind wir oben. Also, wenn es nicht zu steil wird, eigentlich eine gute Sache. Und dann können wir da oben schlafen. Irgendwo, hoffentlich. Bestimmt, da ist nicht viel. Ein paar Häuser. Aber erstmal geht's los. Oh, ja, da müssen wir drüber. Ich weiß gerade nicht, was leichter ist, aber ich glaube, wir heben, oder? Doch nicht nur Steigungen können Verzögerungen hervorrufen. Besonders Treppen machen uns das Radleben schwer. Bisschen sehr windig und hügelig, aber wunderschön. Ich freue mich heute Abend in dieser Landschaft zu schlafen. Nach endlosen Kilometern gegen den Wind und zahlreichen Regenschauern erreichen wir das höchste in Englands. Hier ist das Wetter so unberechenbar, dass es sogar spontan im Sommer schneien kann. Da hatten wir Glück. Dennoch wärmen wir uns kurz am Kamin auf und dürfen nach einem Ale und einem kurzen Gespräch mit dem Barkeeper die Nacht windgeschützt unser Zelt neben dem Haus aufschlagen. Ja. Da hinten haben wir den Schlaf. Auf. Und nun geht es im immer stärker werdenden Wind wieder hinunter. Ich glaube, so stark wird das mir noch nicht locker. Der Regen. In deine Nase sticht. Das ist mal Hügel. Aber so ist die Landschaft echt ganz schön. Ein Wechselbad der Gefühle. Puh. Das ist ein Kampf gegen den Wind. Weil zwischen den Mauern hast du dann so einen richtigen Düseneffekt. Und hier, jetzt sind wir halt wieder relativ weit oben. Hier hast du dann wieder Freifläche. Hier ist ja nichts. Wunderschön. Aber kein Baum, kein Nichts, was den Wind stoppt. Und ja, so geht's jetzt immer weiter Richtung Lake District. Gerade mal 26 Kilometer. Es fühlt sich an wie 50. Oh. Aber wir packen das. Endlich geschafft. Wir tauschen den tosenden Wind gegen sanftes Wellenrauschen. Der Lake District. Wie auf einer Achterbahn geht es kurvenreich mit viel Auf und Ab durch die Landschaft des Lake District. Vorbei an typisch britischen Steinmauern. Diese werden uns auch in Schottland noch lange begleiten. Wir müssen nicht einmal treten, so kommt unsere Achterbahn in Schwung.
entgegenkommen darf einem halt keiner. Dann wird's spannend. Thank you. Nach 2 Gattern kommt es noch besser und ein kleines Rad- und Wanderparadies eröffnet sich vor uns. Die Wege gehören in diesem Moment nur uns, sind gut befestigt und haben nahezu keine Steigungen. Einfach wunderschön. Zwischendurch haben wir fabelhafte Ausblicke auf die Seen. Zudem haben wir auch richtig Glück mit dem englischen Wetter. Die Einheimischen sagten uns, am Lake District regnet es fast immer. Der Himmel über uns ist zwar größtenteils grau, doch nass geworden sind wir hier nicht. Außer, irgendwann wird es Zeit, die Natur nicht nur zu bestaunen, sondern auch zu nutzen. Zwischen majestätischen Bergen waschen wir uns den Schweiß ab. Das Wasser war kalt und der See flach, weshalb es eher ein Spritzbad wurde. Dennoch eine willkommene Abwechslung und hinterher fühlen wir uns immer wie neu geboren. Und das ist nur eine leichte Übertreibung, denn tatsächlich regt ein kaltes Bad den Kreislauf an. Nach einer letzten ruhigen Nacht am Lake District verlassen wir diesen wieder und nähern uns der Westküste Englands. Und da rechts ist das Meer. Der Norden Englands gefällt uns richtig gut und wir entdecken kleine Dinge, die unsere Seele strahlen lassen. Und hier links der Lake District. Okay, Schnacke. Der Wald brennt. Ja. Wir haben unseren Schlafplatz gefunden. Irgendwo da oben. In dem Wald. Sehr schön. Auch das lieben wir am Radreisen. Unser Haus steht inmitten der Natur. Unser Wecker ist die Sonne und unser Radio die Vögel, die die neuesten News zwitschern. Meist nehmen wir uns Zeit und folgen den Geräuschen der Umgebung. Hierbei entdecken wir manchmal magische Oasen, die uns für den bevorstehenden Tag Kraft geben. Energiegeladen geht es dann in den Tag. Unterwegs auf dem Hadrianswall. Beziehungsweise auf dem Radweg am Hadrianswall. Aber jetzt ist links und rechts von uns tauchen immer wieder Ruinen auf vom tatsächlichen Hadrianswall. Und ja, ist schon spannend. Wahnsinn, wie weit die Römer vorgedrungen sind. Und das ist ja nicht mal der nördlichste Punkt. Es gibt ja auch noch den, oh mein Gott, gefährliches Halbwissen, Antoniuswall, glaube ich. Ein bisschen nördlicher. Aber an dem werden wir auch noch vorbeifahren. Bloß den werden wir nicht komplett entlang fahren. Und da ist auch schon wieder eine kleine Ruine. Wupp. Doch dann kam der versprochene Regen doch noch. So, heute hat uns der Regen. Aber sowas von. Eieiei. Jetzt fährt hier noch ein Zug vorbei und die holen alle ihre Kinder von der Schule mit dem Auto ab. Das ist verrückt. Jetzt die Straßen sind voll von Eltern, die die Kinder abholen. Ja, da vorne ist der Hang auch ein bisschen gerutscht und jetzt geht es auch schon weiter. Auf nach Newcastle. Ja. Und die Straße ist ein bisschen holprig. Aber wir sind gut drauf. Ja. Nicht? Doch, sind wir. Das schlechte Wetter begleitet uns bis Newcastle upon Tyne. Ursprünglich von den Römern als Fort gegründet, entwickelte sich die Stadt zu einem bedeutenden Industriezentrum. Insbesondere im 19. Jahrhundert erfolgt somit der Wandel zu einem der größten Bau- und Reparaturzentren für Schiffe weltweit. Während Schiffe die Stadt mit der Welt verbinden, verbinden ganze 7 Brücken die Stadt mit dem südlich gelegenen Gateshead. Na, wie ist Newcastle? Nass und brückig. Immer wieder treffen wir in England auf Bänke mit kleinen Gedenktafeln für Verstorbene. Manchmal stehen sie an Plätzen, die den Verstorbenen wichtig waren, manchmal in Parks oder an Promenaden.
Egal wie, wir finden die Idee sehr schön, einen Ort zu schaffen, der einerseits eine Möglichkeit zum Gedenken und andererseits einen simplen Mehrwert für die Gesellschaft bietet. Zurück an der Ostküste hält sich der Ausblick auf das Meer in Grenzen. Doch irgendwann endet auch jeder Dauerregen. Wir fahren weiter in Richtung Norden. Hübsch. Da, so in etwa war unser Schlafplatz. Da, so in etwa in der Kuhle. Und dann haben wir eine schöne kleine Ruine. Und irgendwo da vorne läuft Ira. Jetzt packen wir es. Schön gegen den Wind in Richtung Norden. Nach Schottland. Schaffen wir es heute bis nach Schottland. Das ist natürlich richtig super. Und so beginnen unsere letzten Kilometer nach Schottland. Es geht weiter die Küste entlang, vorbei an Weiden und über unendlich weite Wiesen zu Stränden, die zum Verweilen einladen. Obwohl es immer noch nur der Anfang der Reise ist, haben wir bereits so viel erlebt und sind im Alltag der Radreise angekommen. Wir haben den Verkehr in Metropolen und verwinkelte Pfade gemeistert, haben steile Anstiege überwunden und Wind und Wetter getrotzt. Doch reicht dies für die raue Landschaft Schottlands? Werden uns Midges in endlosen Mooren, schroffe Felsen an den Küsten, unbarmherzige Winde auf den Inseln und nicht enden wollender Regen brechen? Wir wissen es nicht, doch vertrauen auf unser Gespür und wenden voller Vorfreude den Blick weiter gen Norden, treten ein letztes Mal kräftig in die Pedale, bevor wir den Sehnsuchtsort vieler erreichen. Schottland. So endet unser England-Abschnitt voller Emotionen, Herausforderungen und unvergesslicher Momente. Jeder Tag, jeder Kilometer und jede Begegnung hat uns ein Stück auf unserer Reise weitergebracht. Und während wir uns auf das raue Schottland freuen, bleibt die Erinnerung an jeden Kilometer unserer Reise präsent.